Ich habe deine performative Arbeit schon vor vielen Jahren entdeckt. Dann habe ich im Doc die Archivboxen durchforstet, auf der Suche nach einer Künstlerin. Und bin dann auf dich gestoßen, mit dieser Arbeit hier an der Fassade. Magma. Magma is a medium for meetings of all kinds, and especially for encounters between the timeless and the formless. The timeless of architectural form, and the formless of elemental and human flows. Hier fließt es runter, an den Wasserläufen. Ja, genau. Der Arbeitstitel oder bei dem Wettbewerb heißt es eingebettet, weil es nimmt genau Platz in diese Rinnen. Für mich war wie so ein Lego-Haus, oder? Aber diese Gebäude habe ich mehr und mehr entdeckt und geschätzt. Und man denkt zuerst, es ist etwas so eine strenge Geometriegebäude, aber wenn man näher kommt, man sieht die Struktur vom Holz und es wird wieder sehr organisch, wie ein Haut. Lange vor Saskia Edens greift der Basler Künstler Koguv an der Gebäudehülle des Brun-Matt-Schulhauses ein. Mehrere Reliefs werden von den Architekten beim Bau mitgeplant und integriert. Überhaupt spielt die Kunst an diesem Ort eine wichtige Rolle. Auch das Schulhaus selbst präsentiert sich wie eine geometrische Plastik. In jeder Brüstung, jeder Wand und jeder Sockelleiste kommt der Gestaltungsdrang der Architekten zum Ausdruck. Und als ich recherchiert habe über Brutalismus, habe ich gemerkt, dass es kommt eben von Brut. Meine Intervention ist auch mit einem Matériau brut, c'est le métal tel quel. Und deswegen wollte ich nur mit einem Material im Dialog kommen mit dem Gebäude. Il y a une citation du Corbusier qui dit l'architecture, c'est établir avec des matériaux bruts des rapports émouvants. Mit rohen Materialien bewegende Beziehungen herstellen. So definiert Le Corbusier Architektur. Die Verwendung von Sichtbeton und anderen roh belassenen Baustoffen inspiriert ab den 1950er Jahren einen neuen Baustil, den Brutalismus. Anfang der 60er Jahre entwirft der Bildhauer und Architekt Walter Maria Förderer zusammen mit Rolf Georg Otto und Hans Zwimfer das Schulhaus im brutalistisch-plastischen Stil. 1965 wird die Schulanlage fertiggestellt. 50 Jahre später wird der denkmalgeschützte Bau umfassend saniert. Anlass für den Kunstkredit 2011 zu einem Kunst- und Bauwettbewerb einzuladen. Saskia Edens erhält den Zuschlag und kann 2013 ihr Werk Magma installieren. Es gibt eben eine andere Seite vom Gebäude, wo auch eine Rinne gibt. Das heißt, es gibt 3 Stück und das ist die Nordseite. Ja. Das ist das Auffangbecken, hä? Ja, genau, wo das flüssige Metall sich sammelt. Ich zeige dir mit dem Licht, man sieht dann den Relief vielleicht besser. Diese Körnung, diese Falten. Ja, es hat wirklich etwas Hautähnliches. Die Künstlerin holt mit dem imaginären Auffangbecken ihr Werk Magma in den Innenraum. Hier kann ertastet werden, was an der Fassade nur visuell wahrnehmbar ist. An deiner Arbeit fasziniert mich so auch das Archaische oder das Ursprüngliche. Ja. Es spielen die Elemente eine große Rolle. Ja. Eben auch dieses Einfrieren vom Moment. Pompeji. Ja. Dieser Vulkanausbruch und dann plötzlich die Zeit stehen bleibt und wie eingefroren wird unter dieser Vulkanasche.
Wie war der Herstellungsprozess von diesen Skulpturen? Ganz am Anfang habe ich ein Ton-Erde-Modell gemacht von diesem Gebäude. Dann habe ich selber Zinn gegossen und dann habe ich weiter experimentiert, um eine größere Muster für die Jurierung zu bringen. Und danach war klar, die Herstellung kann ich nicht mehr im Atelier machen. Und dann könnten wir das bei der Kunstgießerei Kunstbetrieb in großen Maßen diese 10 Meter lange Stück herstellen. Wir hatten eine große Menge von diesem flüssigen Gussaluminium und es geht von weiß, wenn es sehr heiß ist, bis gelb zu orange zu rot. Und dann kam sofort die Assoziation mit Lava und Magma. Und Magma, ich finde, es klingt einfach sehr schön, oder? Und es spricht von dieser Energie aus der Erde. Magma is the formless of flow, made timeless. And because time is so evidently in magma, it suggests to us that words and humans are perhaps not in time, but instead time is in words and humans.